E-Mails in Ordnern strukturieren, ohne sie abzulegen? Oder auch abgelegte E-Mails nach anderen Kriterien strukturieren als nach dem Ablageordner und sie bleiben trotzdem in dem Ablageordner? Das ist mit Suchordnern möglich. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Stellt euch vor, ihr sucht nach einer E-Mail, die hat euch ein Kollege vor kurzem geschickt und von dem bekommt ihr aber viel. Er legt die auch immer gleich ab zu den entsprechenden Projekten. Und da war irgendwie noch eine Information, die war nicht projektbezogen, aber sie war in so einer E-Mail und ihr sucht jetzt einfach nach dieser E-Mail von dieser Person. Dann würdet ihr wahrscheinlich hergehen, würdet hier oben in die Suche klicken, würdet den Namen der Person auswählen, dann habt ihr alle E-Mails von dieser Person und dann schaut ihr noch nach dem Erhaltensdatum und sucht euch die raus. Vielleicht wollt ihr aber noch wissen, in welchem Ordner ist diese E-Mail. Dann müsstet ihr kennt es ja jetzt schon von den Videos zu den Ansichten, habe ich auch in der Infokarte verlinkt. Würdet ihr also die Feldauswahl aufrufen, würdet hier nach der Spalte in Ordner schauen, dann müsst ihr wieder auf alle E-Mail-Felder und dann blättern in Ordner, die hier reinziehen und so. Und jetzt wird es so langsam schon ein bisschen umständlich, aber wenn das mal vorkommt, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn das öfter vorkommt, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr einfach durch 1 oder 2 Klicks zu diesem Ergebnis kommt. Und was ich jetzt mache, ist, ich schließe mal hier die Suche und ich zeige euch mal, wie ihr das über die Suchordner macht. Erstmal, wenn man diese Suchordner verwendet und da draufklickt, dann passiert erstmal bei einem einfachen Klick passiert hier gar nichts. Bei einem Doppelklick geht der auf oder auch auf den Pfeil vorne, dann geht der auf und da sind meistens schon ein paar Ordner, ein paar Suchordner. Die sind normalerweise noch kursiv, das heißt, sie sind inaktiv und wenn ihr sie anklickt, werden sie aktiv und wenn die nach etwas suchen, Voicemail, was es in deinem Postfach gibt, dann wird dir hier auch was angezeigt. Voicemails gibt es jetzt bei mir nicht, deshalb sieht man hier auch nichts. Und hier lege ich jetzt über einen Rechtsklick auf Suchordner den neuen Suchordner an. Und da gibt es ein paar Vorlagen, davon nehme ich jetzt mal eine, nämlich Nachrichten von bestimmten Personen. Dann gehe ich auf Auswählen. Und ich habe jetzt hier gute Erfahrungen damit gemacht, dass man bei von wirklich die E-Mail-Adresse der Person eingibt. Dann mit OK bestätigt. Nochmal mit OK bestätigt und damit bekommt der Suchordner jetzt diesen Namen, den man eingegeben hat. Und ihr seht jetzt hier, das sind E-Mails von dieser Person. Ich kriege auch schon mal einen Lesebereich. Die Spalte in Ordner, die ist auch schon mit dabei. Also ich sehe auch, wo diese E-Mails sind, zum Beispiel hier im Ordner Outlook oder ähnliches und kann von hier direkt die E-Mail aufmachen. Ich könnte sie hier auch löschen, aber sie liegt in dem Ordner, den ihr hier seht. Hier im Suchordner wird sie nur angezeigt. Wenn ihr sie in dem Ordner, in dem sie liegt, löscht, ist sie im Suchordner natürlich auch weg. Was ihr vielleicht kennt, ist, ihr seid im Posteingang und ihr wollt jetzt alle ungelesenen Nachrichten sehen. Ihr klickt auf ungelesen, dann werden eben alle im Posteingang angezeigt. Aber ich möchte jetzt alle E-Mails sehen in meinem gesamten Postfach, die ungelesen sind. Auch das geht sehr schön über den Suchordner. Rechtsklick auf Suchordner, neuer Suchordner, ungelesene Nachrichten, suchen im gesamten Postfach, mit OK bestätigen und wenn es jetzt ungelesene Nachrichten gibt, dann werden die hier angezeigt. Und das möchte ich euch mal als Beispiel zeigen. Und zwar nehme ich mal hier im Ordner Outlook ein Beispiel, das setze ich nochmal auf ungelesen. Und jetzt seht ihr, diese Nachricht wird auch in den ungelesenen hier angezeigt und zwar wirklich im gesamten Postfach und nicht nur in dem Ordner, in dem ihr seid, wenn ihr auf ungelesen klickt. Wenn ihr auf Suchordner den Rechtsklick macht, neuer Suchordner auswählt und dann hier in den Vorlagen nicht das findet, was ihr braucht, ja, das kann schon mal sein, dann gibt es auch noch den benutzerdefinierten Suchordner und dann klickt ihr hier auf Auswählen, vergebt einen Namen. Wenn ihr dann auf Kriterien klickt, dann landet ihr in der erweiterten Suche von Outlook
Und hier kann man alles machen, was die erweiterte Suche bietet. Sobald das Video dazu fertig ist, findet ihr das auch in der Infokarte verlinkt. Ich gebe jetzt mal hier ein als Zusatzinfo, ich möchte alle E-Mails sehen, die mindestens eine Anlage haben. Bestätige mit OK, nochmal OK und OK und sehe jetzt im Ordner Beispiel alle E-Mails, die eine Anlage haben. Wenn ihr einen Suchordner nicht benutzt, dann solltet ihr ihn auch wieder löschen. Das hat den Hintergrund, dieser Suchordner sucht regelmäßig im Hintergrund nach den E-Mails, die er betrifft und zeigt die hier im Suchordner an. Und das heißt, es ist eine gewisse Belastung für den Rechner bzw. für den Exchange-Server. Und da ist es gut, wenn ihr unbenötigte Suchordner löscht. Das macht ihr einfach, indem ihr einen Rechtsklick drauf macht, dann den Befehl Ordner löschen. Und dann kommt auch eine Meldung, soll der Suchordner gelöscht werden. Die im Ordner angezeigten Elemente werden nicht gelöscht. Also ihr müsst keine Sorge haben, dass dann diese Elemente weg sind. Nur die Tatsache, dass hier im Hintergrund gesucht wird, die wird entfernt. Schreibt doch in die Kommentare, welche Suchordner ihr schon nutzt oder vielleicht auch welche ihr nutzen wollt. Vielleicht habt ihr da auch Fragen, wie ihr die einrichtet. Ihr wisst ja, ich beantworte euch die Fragen gerne, also schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder abonniert auch den Kanal. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.